Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Mit dem heutigen Video nehme ich dich mit in die gute alte Zeit, wo die Autos noch etwas hübscher und das Leben gefühlt noch etwas gemütlicher war. Hier kommt also mein kleines weihnachtliches Last-Minute-Motiv. Ich wünsche dir viel Spaß und Vergnügen mit diesem Film. Bevor ich gleich mit dem Malen beginne, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du unseren Kanal, wenn er dir gefällt, ganz kostenfrei abonnieren kannst. Einfach unter dem Video auf die graue Glocke drücken, dann verpasst du kein Video mehr und wirst direkt benachrichtigt, wenn ein neuer Film online geht. Falls du Anregungen oder Tipps zu diesem oder vielleicht Ideen für kommende Videos hast, schreib uns gerne einen Kommentar. Über Feedback freuen wir uns immer sehr. Die Möglichkeit der Unterstützung unserer Arbeit hier auf YouTube gibt es auch. Wenn dich das interessiert, einfach in die Videobeschreibung gucken. Steady deine Unterstützung heißt der Link und dort findest du alle Informationen zu den unterschiedlichen Paketen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die unsere Arbeit schon unterstützen. Mithilfe eurer Unterstützung können wir jede Woche hier ein neues Video aufnehmen und hochladen und den Kanal auch weiterhin werbefrei halten. Also vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt geht's los mit unserem heutigen Motiv. Bevor es gleich mit unserem Motiv losgeht, zeige ich euch hier ein paar Weihnachtskarten, die ich in den letzten Jahren für diesen YouTube-Kanal schon gemalt habe. Als Inspiration für mein heutiges Motiv dient mir das Foto von diesem alten VW-Bus. Ich mag diese alte Version des VW-Bus sehr gerne. Da kommt mit Sicherheit Nostalgie auf und ich denke, für so ein Weihnachtsauto ist das jetzt auch genau das Richtige. Skizze und Foto bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Ich beginne mit dem Farbauftrag für das rote Unterteil der Karosserie und feuchte diesen Bereich nicht ganz regelmäßig mit klarem Wasser an. Mit den Farben Cadmiumrot und Alizarin Karmesin habe ich zwei unterschiedlich temperierte Rottöne. Das Cadmiumrot hier ist das warme Rot und das permanent Alizarin Karmesin ist die kühle Variante des Farbtons Rot. Beide möchte ich gern auf dem Blatt mischen und so einen abwechslungsreichen roten Farbauftrag erhalten. Um die Scheinwerfer hier vorne male ich herum und ich möchte auf der linken Seite ein wenig Glanz in das Metall hineinbringen. Also versuche ich hier eine weiche, helle Kante auszusparen. Auf der rechten Seite kommt in die rote Mischung noch etwas Ultramarinblau hinzu. Dieser obere Bereich hier der Karosserie vorne ist auf meinem Referenzfoto weiß. Ich möchte aber ein gebrochenes, helles Gelb verwenden und nehme hierfür jetzt die Farbe Jaune Brillant. Das ist ein heller, gelblicher Vanilleton, der dieses Retro-Gefühl, wie ich finde, noch einmal schön abbildet. Auch hier variiere ich die Farbe auf der rechten Seite und nehme ein wenig Sienna gebrannt mit hinein.
Stoßstange und Spiegel male ich jetzt mit einer Mischung aus Lavendelblau und Neutraltinte und versuche hier auch den Glanz des Metalls ein wenig einzufangen. Nun folgen die Fensterscheiben und die Reifen und hierfür mische ich mir eine relativ dunkle und cremige Mischung aus Neutraltinte und Kobaltblau, die ich mit ein wenig hellerem Zylinblau variiere. Oh, dazwischen habe ich was vergessen. Solange wie die Reifen noch feucht sind, setze ich einen Schattenauftrag direkt unter das Auto und hierfür mische ich mir Ultramarinblau mit Alizarin Karmesin. Bisschen Sienna gebrannt kann mit hinein. Die Räder intensiviere ich hier noch ein wenig, weil jetzt durch den Schattenauftrag die Farbe etwas weggerutscht ist. Aber ich finde es ganz schön, wenn der Farbauftrag hier von den Rädern mit dem Schatten verschmilzt und man hier keine genauen scharfen Kanten mehr erhält. Jetzt male ich den ersten Farbauftrag der Geschenke und verwende dafür ganz verschiedene Farben. Ich beginne mit einem Lavendelton. Und für das nächste Geschenk hier wähle ich Cobalt Türkis Light mit ein wenig Farbresten vom Schatten. Der nächste Geschenkkarton greift den Rotton von der Karosserie wieder auf, allerdings hier in wirklich gebrochener Form. Du kannst jetzt hier an dieser Stelle deinen eigenen Vorlieben farblich völlig freie Hand lassen und entweder die Ladung sehr bunt gestalten oder harmonisch Ton in Ton halten, ganz wie du es möchtest.
So, ich kann mein kleines Motiv jetzt einmal trocken föhnen und dann geht es weiter mit dem Schattenauftrag. Ich beginne ganz locker mit einigen kleinen schattigen Bereichen in den Geschenken, um hier die Kartons etwas plastischer erscheinen zu lassen. Überwiegend habe ich den Schatten jetzt in den unteren Bereich der Kartons gesetzt und ihn dann weich mit Wasser im oberen Bereich verblendet. So kann oben der helle Farbauftrag stehen bleiben und unten, da wo nicht so viel Licht hinkommt, bekommen die Kartons die dunklere Farbe. Weiter geht es mit den schattigen Flächen auf dem Auto. Hier arbeite ich wieder mit der Mischung Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin. Etwas Lasur-Orange kommt in den Schatten mit hinein, damit er nicht gar so kühl ist. Den Weihnachtsstern hier vorne auf der Karosserie male ich mit Pearlane Green. Auch die Scheinwerfer bekommen jetzt hier ein etwas dunkleres Innenleben. Ich arbeite hier mit schnellen, zügigen Strichen, damit das Ganze den Eindruck einer lockeren Illustration bekommt. An dieser Stelle hier wasche ich ein wenig aus. Hier ist mir die rote Farbe in diese helle V-förmige Form hineingelaufen. Ein kleiner Schatten noch unter die Form hier. Und hier ist mir der Farbauftrag noch ein wenig zu flach. Also werde ich hier von rechts kommend auch noch einmal ein bisschen dunkler nacharbeiten. Mit Sienna gebrannt und Jaune Brillant. Und zur rechten Seite löse ich mit Wasser an. Auch hier unten gibt es noch einen kleinen Schatten. So tritt die Stoßstange hier vorne noch deutlicher hervor. Mit dem Auswaschpinsel bearbeite ich den Stern noch etwas. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch hier unten eine kleine weihnachtliche Botschaft hineinzuschreiben.
So, das war meine kleine Aquarellillustration in letzter Minute für die Weihnachtsvorbereitungen. Ich hoffe, du hattest Spaß mit diesem Film und hast Lust, das Motiv auszuprobieren. Einmal sehen wir uns hier auf YouTube noch vor Weihnachten. Für diesen Film haben wir etwas Besonderes vorbereitet. Lasst euch überraschen am nächsten Samstag hier auf YouTube. Tschüss, bis dahin.